Fragen Sie nicht, wo es ist, sei es ein versteckter Ort oder eine Utopie. Es gibt so eine Freitagsmoschee. Eigentlich die Kullije. Die Moschee ist ein Ort, der alle Elemente der Antike enthält und mit den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Neuzeit ausgestattet ist. Ich kann es nicht mit GPS anzeigen. Ich habe die Stadt vergessen. Es fühlt sich an wie ein gemütliches Zuhause, wie ein Treffpunkt. Die Wärme des Gotteshauses. Lassen Sie sich nicht an die Labyrinthe der Bürokratie binden, unabhängig von Regierungen, unabhängig von Gemeinden. Wie ist das möglich? Ist das nicht wie viele unmögliche Dinge, die Sie im Leben erlebt haben? Eigentlich war es ein alter Komplex, mit den Spuren des Osmanischen Reiches. Allerdings wurde es während der republikanischen Zeit vernachlässigt und zerstört. Dann brach ein Feuer aus und der größte Teil des Komplexes brannte nieder. Nur die Moschee blieb stehen. Aber auch sie begann durch Vernachlässigung zu verrotten. Eines Tages traf er einen Nasibli wie Kumali Hodia, diesen Ruinenort. Ob er sich entschieden hat, die Moschee zu restaurieren, oder ob er einen brandneuen Komplex mit zusätzlichen Abschnitten gebaut hat, entscheiden Sie. Obwohl sie anfingen, alleine zu arbeiten, versammelten sich Freiwillige, die an das glaubten. Was sie taten, um ihn, sie gaben ihre Hände und ihr Herz. Als Ergebnis jahrelanger Bemühungen erlangte die Moschee eine prächtigere Pracht als zuvor. Andere Teile des Komplexes wurden wieder aufgebaut. Die Moschee ist zum schönsten und lebendigsten Ort der Stadt geworden. Wenn Sie, O Moschee, sagen, fallen Ihnen sofort zwei Namen ein. Kumali Hoka und Asiye Kesbanu. Hodjas Seelenverwandte, eine süße Frau und geliebte Söhne da ist Ahmed. Er war glücklich mit seiner Frau verheiratet. Ahmed ist ein rechtschaffener Sohn in den Fußstapfen seines Vaters. Außerhalb der Schule war es eine Blume des Wohnbereichs der Moschee. Kumali ist der Imam und Lehrer der Moschee, wie von nun an zu erwarten ist. Er hatte ein tiefes Wissen in den islamischen Wissenschaften. Er hat auch ein Diplom in moderner Pädagogik. Die Moschee war nicht nur ein Ort für Gebet und Vorträge, sondern wurde auch zu einem Lebensraum und Anziehungspunkt, als er seinen Träumen nachging. Den Koran zu lernen bedeutete für ihn, etwas über das Leben zu lernen. Er verdiente den Respekt und die Liebe aller. Natürlich waren viele der Sonntagsadel nicht dabei, vom Beamten Bürokraten, der seine Arbeit falsch gemacht hat, bis hin zu allen. Von ihnen durch Hokali Hodia gezeichnet zu werden, war schlimmer als die schwersten strafrechtlichen Sanktionen. Lebensraum unterstrich bedeutet das nicht, dass sich das Leben darum dreht sich um Ereignisse innerhalb und außerhalb der Moschee, das Leben der Menschen, Freuden, Sorgen, Hoffnungen und Enttäuschungen. Ihre Geschichte spiegelt den Geist der Moschee wider, die Schönheit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Weisheit des Islam. Sie beschreibt die Mission der Moschee, den Menschen den Weg Allahs zu zeigen, sie zu ermutigen, Gutes zu tun, sie davon abzuhalten das Böse. Die Vision der Moschee. Es ist möglich, zusammenzuleben, eine Welt, in der die Unterschiede groß sind, in der Frieden herrscht. 3. Was Frau Asiye betrifft. Die Geschichte ist ziemlich lang. Er war aus fernen Ländern gekommen und in diese Stadt gefallen. Seine Schwester war eine starke Frau, die im von der Sowjetunion befreiten Aserbaidschan lebte und deren Name unter dem Namen Struggle bekannt ist, Karheit. Er kämpfte in der Choyali-Besatzung, ermutigte die Flüchtlinge und sammelte sie wieder an der Front. IV Asiye Hanım hingegen war eine leidende Frau. Seine Familie nannte ihn Kesbanu, dieser Name war Prinz. Obwohl es bedeutete, hatten ihn die Prüfungen des Schicksals zermürbt. Er gab jedoch nicht auf und gab nicht auf. Denken Sie an einen Ehemann.
der in der ehemaligen Sowjetzeit an einflussreichen Orten war, während sich das Regime änderte, die neue Ära, die davon profitieren möchten. Es gelang ihm und er übernahm das erworbene Anwesen. Trinken sie in ihrer Villa Orgien, Beziehungen zu unzähligen jungen Mädchen, sogar von seiner Frau und Asiye. Vielleicht weil sie ein Kind wollte, schlug sie ihrem Mann sogar vor, sie mit seiner Frau zu verheiraten. Aber das Problem des Mannes war nicht das Kind, es war Zügellosigkeit. Eines Tages wurde er von einer Schönen in den oberen Räumen des Herrenhauses erstochen. Das Personal der Villa stürzte schreiend auf ihn zu VMs. Das Gebet wurde nach einer Stunde mit einem guten Empfang angenommen. Es gibt eine Suppenküche im Komplex und eine Prinzessin, die für viele Bereiche zuständig ist, die mit Kindern zu tun haben. Sultan der Herzen. Er lernte Kumali Hodia kennen und begann unter seiner Führung ein neues Leben. Er nahm an den Gottesdiensten der Moschee teil und gewann die Liebe der Gemeinde. Der Schmerz seines Bruders, den er in Koyali verlor, begann, wenn auch langsam, zu verblassen. In Asiye Hanims Leben gab es nur Allah und O-Moschee. V.I. Asiye Hanim, die freitags mit der Gemeinde in der Moschee stand, zeigte immer eine elegante und würdevolle Haltung. Er hörte den Predigten von Kumali Hodia aufmerksam zu und tat sein Bestes, um den Bedürfnissen der Moschee gerecht zu werden. Asiyes starke Haltung und Hilfsbereitschaft stießen bei der Moscheegemeinde auf großen Respekt. 7 Asiyes Nöten und Sorgen baute sie dank Gottes Gnade und starker Entschlossenheit ein neues Leben in der O-Friday-Moschee auf. Dieses Leben voller Freundlichkeit und Wohlwollen macht Asiye und alle um sie herum stärker. Er ist jetzt als der Sultan der Herzen bekannt. Mit Liebe und Respekt in der ganzen Stadt und der Moscheegemeinde gedacht. Kumali Hodia war ein gelehrter und weiser Mann, der die Moscheegemeinde leitete. Hodia, die seit Jahren der Moschee dient, bemerkte Asiyes Stärke und Entschlossenheit in den ersten Tagen, als sie in die Moschee kam. Kumali Hoka, als die Person, die Asiyes Schicksal ändern wird, wurde zu einer Führerin, die sie leitete und ihr Wohlwollen ermutigte. Was in der Villa passiert ist und der Mord, Asiye, es war in der Vergangenheit. Diese Ereignisse hinterließen jedoch tiefe Spuren in seinem Leben und prägten seinen Charakter. Dank dieser Erfahrungen hatte Asiye einen starken Willen und Entschlossenheit und tat Gutes, indem sie diese Kräfte in ihrem Dienst für die Moscheegemeinschaft und die Menschen einsetzte. Die Okuma Moschee und ihren Komplex hat eine friedliche Atmosphäre. Im Garten, der voller grüner Bäume und bunter Blumen ist das Singen der Vögel und das fröhliche Lachen der Kinder zu hören. Die Moscheegemeinde kam in dieser wunderschönen Umgebung zusammen und lebte in Einheit und Zusammengehörigkeit. Die Zeit vergeht und Asiyes Schwester Kaheit beschließt, von Aserbaidschan in die Türkei auszuwandern. Kaheit kommt zu ihrer Schwester, um nach ihrem Freiheitskampf ein neues Leben zu beginnen. Asiye in dem Wunsch, dass seine Schwester Teil der Moschee wird, schließt er sie in seine Arme. Kaheit passte sich schnell der Moscheegemeinschaft an und arbeitete mit Asiye zusammen. 12 ein anderer am folgenden Prozess nahmen auch Moscheemitglieder teil. Eines Tages zum Beispiel Halil, der als neuer Besucher in die Moschee kam. Es stellte sich heraus, dass dies Murat war, nachdem er suchte, er konnte diesen Lebensraum, Eschije, nicht verlassen. Ein aufrichtiger Mann. Er lernte ihre Geschichten kennen und wurde ein Teil von ihnen. Und die Geschichte von Frau Asiye. Es war, als wäre die Herrin des Pharao inkarniert und zu ihnen zurückgekehrt. Sie begann ihn zu bewundern. Zwischen ihnen allen entstand ein starkes freundschaftliches Band.
Sie arbeiteten zusammen, um der Moschee und mehr zu helfen. XII unter der Führung von Halil. Asiye und Kaheit wuchsen und entwickelten sich die O-Freitagsmoschee und ihr Komplex weiter. Dank dieser drei starken und hingebungsvollen Menschen wurde die Gemeinde stärker und verbundener. Die warme und liebevolle Atmosphäre rund um die Moschee verbreitete sich in der ganzen Stadt. 14 Eines Tages saßen Kumali Hoka und Asiye zusammen im Garten der Moschee und hatten folgendes Gespräch. Kumali Hodia, Asiye Hanım, es ist eine großartige Chance für uns, eine aufopferungsvolle und starke Person wie Sie in unserer Moschee zu haben. Möge Allah mit Ihnen zufrieden sein. Asiye Kesbanu, Hoc Effendi, ich bin wegen dir hier. Du hast mir Kraft gegeben und mein Wohlwollen gefördert. Möge Gott auch mit dir zufrieden sein. 15 Kumali Hotjas Frau und Sohn Ahmed spielten wichtige Rollen. Hotjas Frau unterstützte Asiye und Kaheit. Der junge Ahmed wuchs in den Fußstapfen seines Vaters in der Moschee und komplexen Werken auf und half der Gemeinde. 16 Die neu in die Moscheegemeinde eingetretenen Personen und die erlebten Ereignisse haben maßgeblich zur Stärkung der Moschee und zum weiteren Ausbau ihrer Anlage beigetragen. Die Liebe, der Respekt und die Solidarität, die rund um die O-Friday-Moschee entstanden, verbreiteten sich in jeden Winkel der Stadt. Asiye Kesbanu, Kumali Hoka und andere Helden werden immer noch als Eckpfeiler dieser wunderschönen Gemeinde gefeiert. 18 Diese starken Bindungen bildeten sich um die Glashöhle herum und Solidarität verstärkte die Kommunikation der Moscheegemeinschaft mit anderen Segmenten. Die Moscheegemeinde nahm eine aktive Rolle im sozialen Leben der Stadt ein und begann Wohltätigkeitsarbeiten und Wohltätigkeitsaktivitäten zu organisieren. Diese Projekte wurden durchgeführt, um Bedürftigen, Waisenkindern und Studenten in der Stadt zu helfen. 18 Im Laufe der Tage formierte sich die O-Friday Camp. Starke Bindungen breiteten sich bis in alle Ecken der Stadt aus und trugen dazu bei, dass die Gesellschaft toleranter, mitfühlender und gerechter wurde. Die Moscheegemeinde trat auch in einen Dialog mit anderen religiösen und ethnischen Gruppen und stärkte den Frieden und die Ruhe der Stadt. 19 Asiye Hanım, Kumali Hoka, Kaheit und andere Mitglieder der Moscheegemeinschaft kamen in Liebe und Solidarität zusammen und sie haben weiterhin positive Effekte in ihrem sozialen Leben geschaffen. In diesem Lebensbereich, in dem Güte und Gerechtigkeit herrschen, haben die Menschen gelernt, sich gegenseitig zu helfen und gegenseitigen Respekt zu zeigen. XX Jahre später steigerten die Veränderungen und Erfolge im Leben von Frau Asiye und anderen Mitgliedern der Moscheegemeinschaft den Ruf der Okuma-Moschee in der Stadt weiter. Die Moschee und ihr Komplex wurden zum wichtigsten sozialen und religiösen Zentrum der Stadt und zu einem Ort, an dem Menschen zusammenkamen und Frieden fanden. 21 Im Laufe der Zeit erregten die Okuma-Moschee und ihr Komplex die Aufmerksamkeit von Besuchern aus anderen Städten und Ländern. Diese Besucher, die die Geschichte der Moschee und die Errungenschaften von Asiye Hanım, Kumali Hoka und anderen Mitgliedern der Moscheegemeinschaft hörten, arbeiteten daran, solch starke Bindungen und Solidarität in ihren eigenen Gemeinschaften aufzubauen. XXII, O-Freitag-Moschee, nach Jahren auch er wurde nicht vergessen und zeigte den Menschen, dass ein Leben voller Hoffnung, Kraft und Durchhaltevermögen möglich ist. Die Errungenschaften und Opfer von Frau Asiye, Kumali Hodia, Kaheit und anderen Mitgliedern der Moscheegemeinschaft haben Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. I don't ask where it is,
be it a hidden place or a utopia. There is such a Friday mosque. Actually, the Kulliye. The mosque is a place that contains all the elements of ancient times and is equipped with the needs and possibilities of modern times. I can't show it with GPS, I forgot the city. It feels like a cozy home, like a meeting place. The warmth of the house of God. Don't be tied to the labyrinths of bureaucracy, independent of governments, independent of communities. How is this possible? Isn't this like many impossible things you've witnessed in life? Actually, it was an old complex, bearing the traces of the Ottoman Empire. However, it was neglected and ruined during the Republican period. Then a fire broke out and most of the complex was burned. Only the mosque remained standing, but it also started to rot due to neglect. One day, he met a Nasipli like Chumali Hoja, this ruined place. Whether he decided to restore the mosque, or whether he built a brand new complex with additional sections, you decide. Even though they started to work on their own, volunteers who believed in what they were doing gathered around him. They gave their hands and gave their hearts. As a result of years of effort, the mosque attained a more magnificent magnificence than before. Other parts of the complex were rebuilt. The mosque has become the most beautiful and lively place in the city. When you say, "Oh mosque," two names immediately come to mind, Chumali Hoka and Asiye Kasbanu. Hoja's soulmate, a sweet wife and beloved sons there is Ahmed. He was happily married to his wife. Ahmed is a righteous son in his father's footsteps. Outside of school, it was a flower of the mosque living area. Chumali is the imam and teacher of the mosque, as can be expected from now on. He had a deep knowledge in Islamic sciences. He also has a diploma in modern education. The mosque was not only a place for prayer and lectures, but also became a living space and a center of attraction as he pursued his dreams. Learning the Quran meant learning about life for him. He earned the respect and love of all. Of course, many of the Sunday gentry were not included, from the civil servant bureaucrat who did his job wrong to everyone. Being marked by them by Hokali Hoja was worse than the heaviest criminal sanctions. Living space, doesn't that mean life revolves around it? Revolves around events inside and outside the mosque. People's lives, joys, sorrows, hopes and disappointments. Their story reflects the spirit of the mosque, the beauty, mercy, justice and wisdom of Islam. It describes the mission of the mosque: to show people the way of Allah, to encourage them to do good, to keep them away from evil. The vision of the mosque: it is possible to live together. A world where diversity is rich, where peace prevails. 3 is for Ms. Asiye, her the story is quite long. He had come from distant lands and had fallen into this city. His sister was a strong woman who lived in Azerbaijan, which was liberated from the Soviet Union, and whose name is known by the name of struggle, Kahide. He fought in the Khojaly occupation, encouraged those who fled and gathered them at the front again. IV Asiye Hanum, on the other hand, was a suffering woman. His family named him Kasbanu, that name was Prince. Even though it meant the tests of fate had worn him out. However, he did not give up and did not give up.
Think of a husband who was in influential places in the former Soviet era. While the regime was changing, the new era who want to take advantage of its benefits. He succeeded and took over the property he had acquired. Drink in your mansion orgies. Relationships with countless young girls, even from his wife in a CA. Maybe because she wanted a child, she even offered to marry her husband on his wife. But the man's problem was not the child, but the licentiousness. One day, he was stabbed by a bell in the upper rooms of the mansion. The staff of the mansion rushed to her screaming versus Ms. Acia. Don't mind all the wealth left to her. He takes his suitcase by praising Allah, who saved him from this fate, and throws himself to the west, that is, to Turkey, through a friend. To the city where, mosque is located. A tiny house, even a hut, that he can snuggle his head in is better for him than that hothouse. Acia Hanum's prayer was accepted with a good reception at an hour. There is a soup kitchen in the complex and a princess in charge of many branches related to children. Sultan of Hearts. He met Chumali Hoja and started a new life under his guidance. He participated in the services of the mosque and won the love of the congregation. The pain of his brother, whom he lost in Khojaly, began to fade, albeit slowly. In Acia Hanum's life, there was only Allah and mosque. Acia Hanum, who stood with the congregation at the mosque on Fridays, always displayed an elegant and dignified stance. He listened carefully to Chumali Hoja's sermons and did his best to meet the needs of the mosque. Acia's strong stance and helpfulness were met with great respect by the mosque community. 7 Acia's hardships and sorrows, thanks to God's grace and strong determination. She established a new life in Friday Mosque. This life full of kindness and benevolence makes Acia and everyone around her stronger. He is now known as the Sultan of Hearts. Commemorated with love and respect in the whole city and the mosque community. Chumali Hoja was a scholar and wise man who led the mosque community. Hoja, who has been serving the mosque for years, noticed Acia's strength and determination in the first days when she came to the mosque. Chumali Hoja, as the person who will change Acia's fate, became a guide who guided her and encouraged her benevolence. What happened inside the mansion and the murder, Acia's was in the past. However, these events left deep marks in his life and shaped his character. Thanks to these experiences, Acia had a strong will and determination. And she did good by using these powers in her service to the mosque community and people. The Okuma Mosque and its complex has a peaceful atmosphere. In the garden, which is full of green trees and colorful flowers, the singing of birds and the joyful laughter of children can be heard. The mosque community came together in this beautiful environment and lived in unity and togetherness. 11 time passes and Acia's sister, Kahide, decides to immigrate from Azerbaijan to Turkey. Kahide comes to her sister to start a new life after her freedom struggle. Acia desiring his sister to be a part of the mosque, he opens her in his arms. Kahide quickly adapted to the mosque community and worked with Acia. 12 another in the following process, there were also mosque members' participation. One day, for example, Halil, who came to the mosque as a new visitor. Turns out this was Murad he was looking for. He couldn't leave this living space. Ishia, a sincere man. He learned their stories and became a part of them. And the story of Ms. Acia, it was as if the Lady of Pharaoh had incarnated and returned to them. She began to admire him.
A strong bond of friendship was formed between them all. They worked together to help the mosque and more. XIII under the leadership of Halil, Asiye and Kahide. Friday Mosque and its complex continued to grow and develop. The congregation became stronger and more connected thanks to these three strong and devoted people. The warm and loving atmosphere around the mosque spread throughout the city. 14 One day, Chumali Hoka and Asiye were sitting together in the mosque garden and had the following conversation. Chumali Hoja, Asiye Hanum, it is a great chance for us to have a self-sacrificing and strong person like you in our mosque. May Allah be pleased with you. Asiye Kasbanu, Hajjai Effendi, I am here because of you. You are the one who gave me strength and encouraged my benevolence. May God be pleased with you too. 15 Chumali Hoja's wife and son Amit played important roles. Hoja's wife supported Asiye and Kahide. Young Amit grew up following his father's footsteps in the mosque and complex works and helped the community. 16 The individuals who have just joined the mosque community and the events they have experienced have been instrumental in the strengthening of the mosque and the further enlargement of its complex. The love, respect and solidarity that arose around the Friday Mosque spread to every corner of the city. Asiye Kasbanu, Chumali Hoka and other heroes are still commemorated as the cornerstones of this beautiful community. XVII These strong bonds formed around the glass layer and solidarity increased the communication of the mosque community with other segments. The mosque community took an active role in the social life of the city and started to organize charity works and charity activities. These projects were carried out to help the needy, orphans and students in the city. 18 As the days go by, the Friday Camp, formed around strong ties spread to every corner of the city and contributed to the society becoming more tolerant, compassionate and just. The mosque community also established a dialogue with other religious and ethnic groups and strengthened the peace and tranquility of the city. 19 Asiye Hanum, Chumali Hoka, Kahide and other mosque community members came together in love and solidarity, and they continued to create positive effects in their social life. In this area of life where goodness and justice prevail, people have learned to help each other and show mutual respect. XX years later, the changes and successes in the lives of Ms. Asiye and other members of the mosque community further elevated the reputation of Okuma Mosque in the city. The mosque and ITS complex became the most important social and religious center of the city and became a place where people came together and found peace. 21 Over time, Okuma Mosque and its complex attracted the attention of visitors from other cities and countries. These visitors, by hearing the story of the mosque and the achievements of Asiye Hanum, Chumali Hoka and other members of the mosque community, worked to establish such strong ties and solidarity in their own communities. 22 Friday Mosque. After years he was also not forgotten and showed people that a life full of hope, strength and perseverance is possible. The achievements and sacrifices of Ms. Asiye, Chumali Hoka, Kahide and other mosque community members have inspired people all over the world.